In der heutigen Folge bringen wir endlich mehr Gewusel nach Felswach. Dafür bauen wir unseren Kupfergolems feste Patrouillen und testen vorher ganz genau, ob die kleinen Blödmänner auch wirklich da lang laufen, wo sie sollen. Moin Leute, da sind wir wieder. Oh, seht ihr das? Ich habe ein bisschen was installiert, falls ich euch ab sofort ein bisschen mürrisch angucke. Das liegt nicht an euch. Nein, das liegt überhaupt nicht an euch, aber schaut mal, ich finde es so herrlich. Die ganzen Bewegungen sind deutlich angenehmer und Augen bewegen sich. Ja, genug der Spielerei. Wir sind auf dem Server, wie immer, in der Felswacht. Jawohl, hier ist unsere große Baustelle. Und beim letzten Mal haben wir ja schon ein bisschen was hier getan und den ein oder anderen Kupfergolem installiert, der sich jetzt schon hin und her bewegt. Wir haben oben einen im Eckenbrett, der uns bedient. Hier oben einen, der hoch und runter läuft. Und naja, das soll ja hier jetzt überall passieren. Aber bevor das passiert, werden wir das Ganze ausgiebig testen. Und zwar hier in meiner großen, grauen Creative-Welt. Wir sind im Singleplayer und heute machen wir Technik, aber in schön. So, wir wollen ja mit den Kupfergolem spielen. Also brauchen wir erst einmal einen Block, einen Kürbis, eine Schere, dann haben wir einen Kupfergolem und seine Kiste. Dann holen wir uns noch eine weitere Truhe. Packen die hier hin, packen hier was rein und das ist ja der Grundfall, ne? Der sollte ja auf jeden Fall funktionieren. Er guckt in seine Kiste, da ist was drin, läuft drüber und hat da nichts mehr zu tun. So, jetzt hat der Junge aber ein Problem. Er findet eine Kiste, hat was in der Hand und weiß nicht, wohin damit. Jetzt könnten wir ihm natürlich noch eine zweite Kiste hier hinstellen. So, er guckt in die Kiste. Oh, da drüben ist noch eine Kiste. Wobbels, wobbels, ich kann das hier reinlegen. Ist das nicht toll? Ich gehe mal zurück und guck, ob du mir was Neues reingelegt hast. Nein, da ist nichts Neues drin. Okay, jetzt bleibt er auf jeden Fall da in der Nähe von seiner Kiste. Wenn wir hier jetzt noch eine dritte Kiste reintun, macht er trotzdem nichts. Wenn wir in diese Kiste wiederum was reintun, hat er weiterhin keine weitere Kiste. Aber was ich vorhabe ist, wir geben dem Meister so einen Speer. Die Frage ist, welch? Ich glaube, ich möchte, dass die mit Goldspeeren rumlaufen. So. Wir geben ihm erst einmal einen Speer, dann schaut er nämlich wieder in seine Kiste, geht zu dieser Kiste rüber, schaut, oh Mann, da sind 4 Kürbiskerne drin, hier kann ich nichts reinlegen. Geht zur nächsten Kiste, sagt, oh verdammt, da ist schon eine Truhe drin, da kann ich nichts reinlegen. Und in der letzten Truhe ist auch eine Truhe drin und kann nichts reinlegen. Und jetzt mache ich diese hier kaputt. Und eigentlich sollte er jetzt irgendwie, ja genau. Er guckt in diese Kiste, sagt so, da ist schon eine Truhe drin. Wenn ich mich nicht irre, können wir ihm so einen Weg von bis zu 10 Kisten und 32 Blöcken Abstand geben. Ich versuche hier mal den Aufbau ein bisschen im Kreis zu legen und gucken, ob wir ihn so in eine Art Patrouillengang schicken. Patrouille? Wie sagt man denn überhaupt? Hallo? Wie sagt Patrouille? Meine Güte. Und können ihn so in eine Art Patrouillengang schicken. Es hört sich immer noch komisch an. Verdammt. So, und ich gehe mal in die Freecam. Warum geht er nicht weiter? Warum bleibt er da? Oh nein, die Kisten sind leer. Seht ihr? Deswegen üben wir hier. Okay, wir legen mal schnell in jede Kiste was rein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall überall schon was drin. Jetzt brauchen wir leider wieder eine Abholtruhe. Besorgen wir uns ganz schnell. Die hauen wir einmal hier hin, hauen dort den Speer rein. Ey, hallo, guck mal hier. Ich habe dir da was reingelegt. So, jetzt nimmt er sich den Speer. Hat er den Speer? Jawohl. Dann können wir die Kiste hier löschen. Und jetzt sollte er von Kiste zu Kiste zu Kiste zu Kiste patrouillieren. Wir wollen mal nicht übertreiben. Ist das nicht herrlich? Und er geht und er geht. So, nein, wohin gehst du denn? Du gehst wild. Ich meine, am Ende des Tages ist das überhaupt nicht schlimm. Die können auch kreuz und quer gehen und ihre eigenen Pfade nehmen. Das ist schon vollkommen okay. Ich möchte nur nicht, dass sich irgendwie am Ende riesiges Knubbel bildet. Und wir haben ja hier jetzt erst einmal eine Freifläche, ne? Ich meine, die stehen auch vielleicht ein bisschen zu nah aneinander. Eine Freifläche und da muss um keine Gebäude, keine Hindernisse rum, hat keine echten Wege hier, soweit. Aber das kommt alles gleich. Okay, wir haben auf jeden Fall bewiesen, wir können den Kollegen
dauerhaft beschäftigen, indem wir ihm seine Kupfertruhe klauen, ihm was in die Hand drücken und ein paar Kisten aufstellen, die er ab sofort jetzt immer abklappern wird. Und schon haben wir Gewusel, wie ich ihn wollte. Naja, er geht so und dann so. Naja, ist auch merkwürdig, aber er hat sich seinen Weg selber ausgesucht. Dieser Weg ist seiner. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal so weit, dass die Kisten nicht mehr komplett in der Render-Distance sind, wenn ich da hinten stehe. Stellen wir uns einmal in die Mitte. Ich habe mal sowas wie einen Marktstand hingestellt. Hier können wir unsere Kiste nämlich schön unterbringen, ohne dass sie groß in der Welt auffällt. Und es ist hervorragend. Die Kupfergolems, die stören sich nicht dran. Sie nehmen immer noch die Kiste wahr. Und wir können sowas einfach so in der Welt integrieren. Ich habe unseren Testkurs mal ein bisschen erweitert. Da sind noch ein paar andere Verstecke und Verzierungen mit reingekommen. Hier habe ich sowas wie, keine Ahnung, eine Rumpelkammer, einen technischen Aufbau. Auf jeden Fall ist hier hinter einfach eine Kiste. Und wenn man unten am Boden ist, sieht man sie auch gar nicht. Ich habe jetzt nicht alle Kisten verkleidet. Ne? Hier ist unser Marktstand von vorhin. Der funktioniert weiterhin. Niemand bleibt hängen. Es ist einfach toll. Und hier habe ich sowas wie eine Parkanlage mit einem kleinen Baum und eine Mülltonne, wo die Kiste dann versteckt ist, reingebastelt. Das funktioniert auch hervorragend. Und auch sowas einfach wie so, Blumenkübel, Büsche, die man an Ecken setzen kann. Da ist auch einfach eine kleine Kiste drin versteckt und das Ganze funktioniert. Und sie laufen und laufen und laufen und laufen. Aber Wobbles, warum hast du denn da die Häuserwände hochgezogen? Warum wohl? Weil wir hier jetzt rumtesten wollen. Aber keine Sorge, wir sind gar nicht auf dem Server. Ich habe mal zumindest diesen Teil von der Felswach und noch ein ganzes Stück Landschaft einfach mal hier rüber transferiert, um ja zu testen. Heute möchte ich in diesem Teil einen oder zwei Patrouillen hinsetzen und mit verschiedenen Kisten und gucken, wie es sich hier in dieser Stadt verhält. Ich habe jetzt hier einen Magma-Block hingetan und damit die hier runter nicht kommen und zufällig an diese Kiste möchten. Diese Kiste ist tabu. Ansonsten muss ich mir nämlich noch andere Sachen überlegen. Aber vielleicht muss ich da und da noch hinsetzen. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal eben schnell. Flop, flop. Habt ihr das gesehen, wie er fliegt? Oh, hey, tut mir leid, ich bin ein Spielkind. Lalalala. So, einmal da runter. Wir nehmen den Teppich, wir nehmen den Magma-Block und dann packen wir das da. Wie sieht es denn da drunter aus? Das ist unkritisch und hier lasse ich mir was einfallen. Aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, die ich gerade hier realistisch sehe. Von da können die nämlich noch runterspringen und eventuell noch von hier. Ja, wisst ihr was? Ich mache das einmal so und ja, wir werden sehen. Es ist ein Test. Hier drin genauso. Hier drunter ist jetzt ein Bärenbusch, weil ich möchte selber auch reinlaufen und nicht jedes Mal eingeziebelt bekommen. So, schaut mal. Einfach Zwiebelbusch. Fertig. Erledigt. Was haben wir hier? Ja, hier habe ich auch Magma-Block reingetan, weil, jetzt habe ich den grauen. Egal, wir sind ja eh in der Testwelt. Hier kann auf jeden Fall auch keiner rein oder raus. Und hier vorne beim Aufzug, da sind zwar aktuell keine Kisten, aber hier haben wir ja schon Teppich und deswegen auch ein Bärenbusch und ich hoffe, das hindert die am Rein- und Rausgehen. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt einmal ein freies Menü, dann brauchen wir eine Truhe. So, dann bei Redstone finden wir die Truhe. Sehr gut. Packen wir schon mal eine Truhe hier hin. Dann können wir eine Station vielleicht hier hinsetzen. Ich möchte eine hier haben. Jetzt lasst mich mal überlegen. Kriegen wir hier einen Kreis kriegen wir hier noch nicht hin. Dann vielleicht hier eine und dort eine. Ach ja, wir müssen noch die Kisten belegen. Haha, Gott, wo habe ich die denn jetzt überall hingepackt? Das ist nämlich der wichtigste Part. Die darf nicht leer sein, weil ansonsten wird er ja sofort sein Zeug wieder los. Ne? Pack auch mal eine hier hin. Vorsichtshalber das mal rein.
Mal gucken, ob den das überhaupt interessiert. Ja gut, dann lassen wir den auch gleich hier unten starten. Okay, er geht auf jeden Fall schon mal zu dieser Kiste. Das ist hervorragend. So, findest du die nächste? Die sind da oben. Ist das zu hoch? Oh nein, es ist zu hoch, oder? Oder. Ja, kleiner Mann, auf. Nein, hör nicht auf. Da. Okay, wartet. Wir packen eine hier hin. Nein, eine hier hin. So, findest du die da oben? Schau mal, da oben. Da. Okay, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Passt neben eine Treppe. Und zwar eine Brick, die hier. Dann kloppen wir die beiden raus. Das sieht ja gar nicht so schön aus. Dann nehmen wir noch den. Dann müssen wir da hinten ein bisschen. Zup. Nein, zup. Und jetzt kommst du hier hoch. Der ärgert mich doch. Jetzt hat er sie gefunden. Okay, es hat einen kleinen Moment gedauert. Ja, und Falltüren. Falltüren sind immer ein Problem. Ich muss ja noch ein bisschen was umbauen. Gehen Sie mal bitte beiseite. Da. Flop. Da ist deine Kiste. Warum willst du da durch? Naja, wenn das schon die Lösung ist, aber schön ist es nicht, ne? Ich dachte gerade, ich packe da einfach mal einen Zaun vor. So, ja schön, der verbindet sich auch und dann können wir das auch von der Seite. Wahrscheinlich gehen die dann hier und dann so. Oh, ich sehe schon. Naja, aber ihr seht, die Patrouille setzt er fort. Er lässt sich nicht von der Kiste dort drinnen beirren. Er geht auf jeden Fall zu dieser Kiste hier. Und die letzte ist die da. Dann dürfte er sich kurz am Kopf kratzen und die Strecke hoffentlich wieder zurück. Boah, Leute. Ich bin so froh. Es funktioniert. Irgendwie. Wir werden ein paar Schwierigkeiten bekommen, wie mit solchen Falltüren. Ja, lasst noch mal gucken, was passiert. Ob die hier unten, die hat er auch ignoriert, ne? Das heißt, oder? Du Blödmann! Du Blödmann! Ah, das hilft nicht. Er wird gleich sein Speer los. Das heißt, er wird gleich sein Leben los. Das hier ist ein Problem. Ich meine, okay, ich habe das ja jetzt mit Absicht dorthin getan, um zu gucken, ob er überhaupt irgendeinen Weg findet, dort runterzukommen. Ja, hat er. Und zwar, er hat Schaden in Kauf genommen. Wäre für mich noch die Frage, wenn jetzt hier tatsächlich sowas wie ein Zaun gewesen wäre. Was ja hier eindeutig, ne, das würde der TÜV nie abnehmen, was hier eindeutig hin muss, ob der dann auch diesen Weg gewählt hätte. Lasst mich mal eben gucken. Es tut mir leid, Sie kommen für diesen Job leider nicht in Frage. So ist das halt, wenn die Leute überengagiert sind. So, aber trotzdem, noch einmal. Habe ich noch meine... Nein, habe ich nicht. Egal, wir packen die hier hin, packen das da rein. Soweit. Dann brauchen wir einmal dich da, einmal dich rein. Die Kiste kommt weg. Und willst du jetzt immer noch da runterspringen? Das ist die Frage der Fragen. So, die Kiste ist okay. Und jetzt, will er denn da runtergehen? Ich meine später, wenn das jetzt wirklich irgendwie hier gerade mit der Terrasse ein Problem sein sollte, da drin haben wir ja halt eben diese Schleife. Nein, er ignoriert es jetzt. Fakt ist, er geht jetzt die einzelnen Punkte ab. Jetzt die hier, dann die hier. Und die Frage, die ich dann habe, ist, findet er die Kiste da unten? Kopiere die schon mal, ansonsten kommt die tatsächlich einfach da rein. Okay, er kratzt sich am Kopf. Vielleicht möchte ich die auch gar nicht da haben. Was macht er jetzt? Jetzt wird es spannend. Naja, auf der anderen Seite, wisst ihr was? Zack, flop. Auf der anderen Seite, wenn die hier weg ist, haben wir den da oben auf dieser Ebene patrouillieren. Das ist eigentlich auch vollkommen okay. Wahrscheinlich kommen wir für das gleiche Problem nochmal an einer anderen Stelle. Aber das ist ein Problem an einer anderen Stelle. Way. So, wir sind zurück auf dem Server. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Schaut mal, ich habe die Kisten, und zwar nur auf der oberen Ebene, einmal hier platziert und eingebaut. Schaut mal, da ist diese Kiste. Ja, ich springe mal zur nächsten. Na, da ist die nächste Kiste. Und hier ist die dritte und wir haben noch eine. Hier drunter sind Beerenbüsche. Ich habe das mal so versucht abzugrenzen. Und hier hinten ist die letzte in so einem Schuppen. Und ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Ab jetzt müsste der hier eigentlich rumlaufen. Leute, es funktioniert. Da kommt der andere. Aber auch hier, jetzt kurz in die Freecam. Was hast denn du da gerade gemacht? Wo willst du denn jetzt hin? Also bis jetzt war schön. Guckt rein, okay. Sagt nö. Und dann setzt er seine Patrouille hoffentlich wieder fort. Ja.
er macht es. Wir haben den ersten Teil vom Gewusel. Unser Erster auf der Freifläche ist da und er geht seine Kisten ab und das wird er hoffentlich bis an sein Ende machen. Darauf ein Eibrot. Meine lieben Freunde, da sind wir auch schon am Folgenende angekommen, ne? Ja, und was bleibt mir anderes übrig, außer zu sagen, schaut euch die Augen an, ich lasse euch ein Küsschen da und sagt Tschüssken.